Wieso dass Reinigung mehr ist als nur Putzen, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, putzen kann ja jeder. Das sagen vor allem Leute, die selber noch nie ein Stegenhaus geputzt haben, ein Büro geputzt haben oder wirklich eine Turnhalle geputzt haben. Genau so Sprüche kommen von Leuten, die selber noch nie eine professionelle Reinigung gemacht haben. In dieser Videoreihe vermittle ich dir das Grundwissen, das es braucht für die professionelle Reinigung. Und einige Tipps und Tricks kannst du ganz sicher du auch in deinem privaten Alltag nutzen. Eine Reinigung bedeutet nicht nur Sauberkeit, weil Sauberkeit ist etwas, was sehr individuell ist. Es geht um hygienische Sauberkeit, es geht immer auch um Werterhalt in der Reinigung, es geht um Erhalten von der Gebrauchseigenschaft, also dass etwas funktioniert. Es geht um die Optik, weil letzten Endes, wenn ein Kunde zu dir in die Wohnung oder in die Firma reinkommt, ist doch das Erste, er fühlt sich wohl oder er fühlt sich nicht wohl. Und das hat sehr viel auch wirklich mit der Reinigung zu tun. Ein Bau von einem Gebäude kostet extrem viel Geld, könnte man meinen. Aber über einen Lebenszyklus von einem Gebäude gesehen, kostet der Unterhalt, unter anderem auch die Reinigung, viel, viel mehr als eigentlich der Bau des Gebäudes ist. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass man bereits, bevor man das Gebäude baut, also in der Planungsphase, muss man wirklich sich Gedanken machen, wie die Reinigung nachher im später fertigen Gebäude aussieht. Und wenn man das richtig macht und ein bisschen vorausschauend plant, dann kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Es ist wichtig, dass man beim Bauen nicht nur schöne Materialien verwendet, sondern auch Materialien verwendet, die sich leicht reinigen lassen. Jetzt haben wir sehr viel über Theorie geredet und jetzt gehen wir aber noch ein bisschen in die Praxis. Und zwar zeige ich dir den Unterschied zwischen diesen 3 Verschmutzungen. Das wäre einmal die lose Verschmutzung, das ist einmal die haftende Verschmutzung und das ist einmal die oberflächenverändernde Verschmutzung. In der lose Verschmutzung, das kann zum Beispiel sein, das kann Laub sein, das können Papierfötzchen sein, das kann Staub sein. Das ist etwas, was ich einfach mit einem Lumpen locker wegwischen kann oder mit einem Besen oder mit dem Staubsauger einfach wegsaugen und dann ist es weg. Thema erledigt. Bei einer haftenden Verschmutzung ist es so, dass ich immer etwas brauche, was den Stoff anlöst. Das können zum Beispiel eingetrocknete Wasserflecken sein, es können eingetrocknete Kaffeeflecken sein, wo ich wirklich Wasser oder vielleicht ein Reinigungsmittel brauche, um den Schmutz anzulösen und ihn dann wirklich wegnehmen. Und bei den oberflächenverändernden Verschmutzungen, das sind Sachen, die sich wirklich schon tief ins Material eingefressen haben oder eingeschafft haben. Da können wir mit der Reinigung in den meisten Fällen nichts mehr machen. Ich fasse nochmal zusammen. In der Reinigung sind eigentlich immer 3 Sachen wichtig. Einerseits, was ist es für eine Verschmutzung? Zweitens, wo drauf ist die Verschmutzung? Und drittens, mit was bringe ich die Verschmutzung weg? Das sind die 3 Sachen, die wir immer in der Reinigung klären müssen. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr möchtest über das Thema Reinigung erfahren, dann abonniere unbedingt den Kanal